Auf unserer Panamerikaner-Reise kommen wir in Bolivien an und wir merken schnell, hier läuft einiges anders. Was sonst meist selbstverständlich scheint, wird hier zur Herausforderung. Diesel ist knapp, Geld wird hier inoffiziell gewechselt. Während wir herausfinden, wie die Dinge in Bolivien laufen, haben wir die aktuelle Situation stets im Hinterkopf. Es gibt Aufstände, Straßen werden blockiert und das wird auf jeden Fall auch für uns ein Thema sein. Trotzdem, oder gerade deswegen, erleben wir hier auch Momente, die uns den Atem rauben. Manchmal zerrt Bolivien an unseren Nerven, aber noch viel öfter berührt es unser Herz. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Ihr habt im letzten Video wahrscheinlich schon gesehen, dass wir nach Bolivien eingereist sind. Und jetzt sind wir konkret bei Uyuni auf dem Eisenbahnfriedhof von Uyuni, Cementerio de Trenes. Und ich finde, das ist einfach ein unglaublicher Anblick, diese zerfallenen Züge. Das ist, ja, großartig. Wie lustig, da ist man an diesem Eisenbahnfriedhof, diesem Zerfall und dann fährt einfach ein echter Zug direkt daneben vorbei. So schräg, hat schon was Ironisches. Ich dachte auch erst, dieses Pfeifen wäre von einer Touri-Gruppe oder so, aber nee, da fährt ein echter Zug durch. Ich bin viel zu alt für diese Sachen. Die Züge wurden hier mitten in der Wüste abgestellt, rosten vor sich hin und sind mittlerweile eine Attraktion geworden. Was ich aber auch ganz schön gefährlich finde, weil ja, das rostet alles weg. Das Metall ist zwar ziemlich dick, aber man sieht immer wieder Löcher, wo man reinfallen kann. Also ist nicht ganz ohne. Aber ja, ich glaube, die fahren nie wieder irgendwo hin. Die vielen Züge verrotten hier, weil hier auch die erste Eisenbahnlinie Boliviens entstand. Das war vor etwa 150 Jahren und der Zweck war einfach nur, diese Salze, die hier abgebaut wurden und auch die Edelmetalle aus den umliegenden Minen nach Antofagasta in Chile zu bringen. Also vom Inland an die Küste, wo sie dann weiter verarbeitet und weiter verschifft wurden.
Ja, das Problem war, in den 1940er Jahren gab es hier einen, ja, man muss schon sagen, industriellen Kollaps und deswegen wurden die Minen verlassen und entsprechend wurden auch diese Züge nicht mehr genutzt. Und deswegen stehen hier jetzt über 100 Lokomotiven und Waggons auf diesen verlassenen Gleisen und verrotten. Man sieht hier immer wieder Plaketten, woher die Züge stammen. Dieses Skelett hier stammt aus New York anscheinend. Und man merkt halt, dass nachdem die Waggons oder die Züge hier abgeladen wurden, dass man sie regelrecht auseinandergenommen hat, um halt die Materialien zu nutzen, die halt wahrscheinlich noch wertvoll waren zu der Zeit. Mittlerweile, ja, rostet das vor sich hin und ist nicht mehr viel übrig. Man darf sich nicht täuschen lassen. Heute geht ein ganz schön eisiger Wind. Ja. Und als wir losgelaufen sind, da war noch etwa 0 Grad, 1 Grad um den Gefrierpunkt und ich habe auch Thermounterwäsche drunter. Also nicht glauben, dass es hier so warm ist in der Wüste. Ja, jetzt gehen wir mal in den Van, wärmen uns ein bisschen auf. Gleich machen wir uns Frühstück, aber davor gibt es natürlich noch meinen AG1. Wir haben heute nämlich einiges vor und da möchte ich natürlich energiegeladen durch den Tag gehen. Seit etwa 3 Jahren bildet AG1 nun schon meinen morgendlichen Nährstoffboost mit über 70 wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen, natürlichen Pflanzenstoffen und Bakterienkulturen. Und nun, nach 15 Jahren der Forschung, haben sie die Rezeptur noch einmal verbessert. AG1 enthält nun mehr Magnesium, 3 zusätzliche wissenschaftlich untersuchte Bakterienstämme und die Nährstoffmischung allgemein wurde noch einmal an aktuelle Forschungsergebnisse angepasst. AG1 möchte in der Branche für Nahrungsergänzungsmittel neue Standards in Sachen Forschung, aber auch Tests durch Dritte einführen. Und so ist es auch zertifiziert durch die unabhängige Kölner Liste oder auch Informed Choice. Gerade wenn AG1 Teil meines täglichen Lebens sein soll, ist mir diese Transparenz besonders wichtig. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach. Am besten noch vor der ersten Mahlzeit nehme ich einen Löffel des grünen Pulvers, füge 350 Milliliter Wasser oder Fruchtsaft hinzu, schüttle das Ganze einmal gut durch und das war's auch schon. Ich fühle mich dadurch energiegeladen und ich habe auch das Gefühl, dass AG1 damit mein Immunsystem unterstützt. Außerdem bestätigen klinische Studien den Anstieg von wichtigen Nährstoffspiegeln innerhalb von 3 Monaten. Probiert AG1 doch auch aus. Für kurze Zeit haben wir auch ein besonderes Angebot. Auf drinkag1.com/chirpytravelers erhält ihr beim Abschluss eures ersten Abos aktuell 10 statt 5 Travel Packs sowie das Welcome Kit im Wert von 62 € dazu. Mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt ihr auch kein Risiko und das Abo könnt ihr jederzeit pausieren oder künden. Oh, es fällt einem immer noch ein Stein vom Herzen, wenn der Motor startet, vor allem jetzt beim ersten Versuch. Ja, aber auf jeden Fall fahren wir jetzt in die Stadt. Ihr seht, wir haben hier direkt hinter dem Cementerio de Trenes übernachten können. Es war eine richtig ruhige Nacht und man ist direkt in der Ausgangslage, ist doch perfekt. Lass mal sich sehen, dass Roberto mich auch einsammelt. Die Stadt Uyuni selbst macht ehrlich gesagt nicht so einen gemütlichen ersten Eindruck. Man sieht viele so halbfertige Ziegelhäuser und ja, ich glaube auch für die meisten, die hierher kommen und von außerhalb kommen, ist das eher eine Stadt, wo Infrastruktur gegeben ist und wo man eben das erste Mal einkaufen kann, Geld wechseln kann und von wo aus man dann Ausflüge in die Umgebung macht, wie zum Beispiel auch zum Salar de Uyuni, der ist ja sehr bekannt. Und ja, jetzt gucken wir mal, wo wir hier einen Parkplatz finden, wo wir uns am besten hinstellen, damit wir uns da in der Stadt ein bisschen bewegen können. Ok, pues tenemos de 100, pero 14 no es mucho. Ok, miremos entonces. Gracias. Ja, auch hier muss man sich ein bisschen damit befassen, wenn man Bargeld holen will. Der offizielle Kurs liegt bei etwa 1:7 US-Dollar zu Boliviano. Aber wenn man auf der Straße oder in diesen Wechselstuben wechselt, kann man teilweise sogar mehr als das Doppelte rausholen, denn
Die Inflation ist gerade in letzter Zeit relativ stark hier und das befeuert den Schwarzmarkt fürs Geldwechseln. Der US-Dollar ist sehr gefragt und deswegen lohnt es sich, eher das Geld zu wechseln, als vom Bankomat abzuholen oder auch mit Karte zu zahlen, denn auch da hat man nur den offiziellen Wechselkurs. Ja, hier wollten sie jetzt 1:14 wechseln. Ich glaube, wir schauen mal noch an anderen Stellen, ob wir da noch was Besseres rausholen können. Pues tenemos de 100, entonces es... Okay, hier sind wir jetzt bei 15,5 für $1. Dabei ist aber auch relevant, was für Noten man hat. Also das gilt nur für 50 oder 100 $ Scheine. Wenn es 20er sind, dann ist der Kurs noch mal schlechter. Jetzt schauen wir hier noch in eine dritte Wechselstube rein, weil ja, ich glaube, viel besser wird es eh nicht mehr. Aber probieren wir es mal. Dos, tres, cuatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga Ja. buen día. Gracias. Okay, das hat jetzt doch recht gut geklappt. Wir hatten auch schon von einem besseren Kurs gehört, aber der hier ist jetzt auch völlig in Ordnung. Wir konnten jetzt wechseln zu einem Kurs von $1 zu 15,6 Bolivianos und das ist eigentlich voll okay, oder? Ja, ich würde schon sagen, also wir haben jetzt 3 abgeklappert und das war jetzt der beste. Ja. Ja. Also Fahren wir das ist weiter. mehr als das Doppelte, als was man sonst Ja. normalerweise bekommen würde. Also Von dem her es ist das in mehr als Ordnung. gut. Ja, und jetzt fahren wir zum Tanken, denn jetzt Ja. haben wir ja auch Cash, das wir ausgeben können. Yay! Wie gefällt dir bisher der Fahrstil der Bolivianer? Ganz gut. Ist dynamisch, ne? Da passt meinem Fahrstil. Nee. Schon ein bisschen wilder als die anderen Länder bis jetzt, aber passt. Für mich steht wieder mal fest, mindestens in Ortschaften bin ich lieber der Beifahrer, auch wenn ich als Beifahrer dann nervös daneben sitze und mir denke, oh mein Gott, wieso fährst du so nah ran? Aber ja, Roberto ist in diesem dynamischen Fahrgeschehen auf jeden Fall souveräner als ich. Ich meine, wir würden wahrscheinlich auch heil ankommen. Es würde einfach 5-mal länger dauern, weil ich mich einfach nicht so, ja, nicht so dem Fahrstil anpassen kann. Puh, okay, also die Situation hier ist wirklich in etwa so, wie wir es erwartet hatten. Man sieht hier schon um die Ecke die Busse und LKWs stehen und ja, Schlange stehen vor der Tankstelle. Okay, jetzt ist die Frage, ob das heißt, dass sie keinen Diesel haben oder ob einfach die Schlange so lang ist. Und dann ist auch noch die Frage, ob wir auch uns hinten anstehen oder ob wir einen gewissen Ausländerbonus haben. Der Herr an der Grenze, ein Beamter, meinte nämlich, bei den IPF Bolivianos, also bei den bolivianischen staatlichen Tankstellen, können sich Ausländer quasi gleich vorne hinstellen, denn sie wollen den Ausländern diese Schwierigkeiten nicht bereiten. Sie wollen, dass sie problemlos an Diesel rankommen und deswegen auch weiterhin nach Bolivien kommen und hier reisen. Also ja, mal gucken. Geh mal fragen, ob es klappt oder nicht. Hola, buenas. ¿Se puede rellenar diesel? No, encargado, encargado. Sí, sí, hay que hacer fila, pues, para diésel es. Und wie sieht's aus? Schlecht. Oh, Also wir müssen auf jeden Fall anstehen, okay. aber er meinte, er wüsste nicht, ob der Diesel, ob es dann noch hat für uns, bis wir an der Reihe sind. Okay, und wie lang ist die Schlange? Die geht da um den Block rundum. Okay, sollen wir eine andere Tankstelle Ja, ich probieren? würde eine andere versuchen und dann schauen. Okay. Tja. Puh, okay, also hier ist die Schlange auch nochmal richtig lang. Ja, fahren wir jetzt einfach mal ran und fragen, oder? Ja. Das sind alles LKWs. Neuer Versuch, mal schauen, ob wir hier was bekommen. Ja, wir können uns gleich hinter den Lastwagen anstellen. Ach was. Ja.
Krass. Und das Beste ist, also wir bezahlen den internationalen Preis, der Klar. wäre 88, glaube ich, oder 0,88. Sie meinte ohne Rechnung 7. Geil. Wow, Ja, das ist richtig gut. sehr cool. Gut. Ya, va a entrar cuando salga, va a entrar. Vale. Pero ahí sí, espera, gasolina vas a tapar. Vale. Perfekt. Es ist so, dass in Bolivien der Diesel staatlich vertrieben wird und der Staat bevorzugt natürlich seine eigenen einheimischen Leute. Normalerweise, oder sagen wir es so, Bolivianer zahlen hier etwa, was waren es, 3,7, 3,5. Sagen wir jetzt mal 3,5 Bolivianos auf den Liter. Das ist etwa ein halber Euro, grob gerechnet. Ja, und wir zahlen jetzt nicht 0,88, wie Roberto vorher meinte, aber 8,8 als offiziellen Preis für den Diesel. Und das ist etwas mehr als 1 Euro. Oftmals kann man sich so einigen, dass man ohne Rechnung zahlt. Dadurch müssen Sie an der Tankstelle nicht ausweisen, dass Sie einem Ausländer Diesel verkauft haben. Das heißt, Sie rechnen den lokalen Preis ab, als wären wir Bolivianer. Und die Differenz von den 7, die wir zahlen, und den etwa 3,5, die ein Bolivianer zahlen würde, ja, den stecken Sie in die eigene Tasche ein. Nicht so geil, für uns halt von Vorteil, weil so kommen wir an Diesel ran. Es gibt ja auch teilweise Tankstellen, wo man eben abgewiesen wird. Komplett. Auch egal, ob man jetzt die Ausländerrate zahlen würde oder nicht, sie geben Ausländern keinen Diesel ab. Also es kommt immer extrem darauf an welche Tankstelle man gerät oder auch an welche Leute man an dieser Tankstelle jeweils gerät. Und darum sind wir jetzt einfach total happy, dass wir mit 7 Bolivianos pro Liter hier tanken können. Und das ist umgerechnet nach offiziellem Kurs knapp ungefähr 1 Euro auf den Liter. Mit dem Kurs, mit dem wir ja gewechselt haben, ist das ein halber Euro auf den Liter. Das macht schon echt viel aus. Hola, bueno. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Es Diesel. Diesel. Also wir sind erstens mal richtig erleichtert, dass wir tanken konnten, denn aus all den Geschichten, die wir bis jetzt gehört haben, hätte es ja praktisch unmöglich sein können oder müssen, hier tanken zu können. Also meistens ist es doch nicht so schlimm, wie man irgendwo in sozialen Medien liest oder sieht. Von dem her hat super geklappt, zu einem guten Preis. Obwohl wir uns ganz ehrlich auch ein bisschen unwohl gefühlt haben. Aber ja, das läuft hier leider so und ja, ist halt so. Das ist wieder einmal so ein Fall, wo man im Zwist mit sich selber auch ist, was so die Moral angeht, aber auch das Praktische und Pragmatische. Ich meine, wir haben uns jetzt wahrscheinlich Stunden eingespart mit dem, dass wir jetzt hier bevorzugt behandelt wurden. Aber ja, geil ist es eigentlich nicht. Also die Leute hier haben selber genug Probleme. Die Tankwartin meinte auch, unser Land ist in einer Krise. Und dann, ja, profitiert man doch von gewissen Vorteilen, die eben die lokale Bevölkerung nicht hat. Aber ja, am Ende, in manchen Situationen siegt dann eben doch der Pragmatismus. Wir sind nochmals kurz in die Stadt reingefahren, um was einzukaufen. Jess ist jetzt kurz gegangen, das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger. Und so wohl fühlen wir uns hier auch nicht, um das Auto hier einfach mitten auf der Straße geparkt zu lassen für längere Zeit. Also warte ich hier und Jessie ist einkaufen. Hola! Hola! Oh. Ja, Ja, ich war noch kurz einkaufen. habe ich schon gesagt. Ah, ja, auf dem Markt. Mega cool. Also die Hälfte war schon zu, weil es halt schon so spät ist. Aber richtig cool, all die Frauen da in diesen traditionellen Kleidern. Und erst waren sie so ein bisschen skeptisch, glaube ich, weil ich so der einzige Nicht-Bolivianer da war. Aber dann sind die richtig aufgetaut und haben total gelächelt. Und ja, ich habe ein paar Eier gekauft, Gemüse. War gut. Okay, Außer Atem wieder. Wohin fahren wir jetzt? schauen wir mal. Okay, los geht's.
gibt nochmal einen spontanen Zwischenhalt. Im Vorbeifahren sind wir hier nämlich an einer Werkstatt vorbeigekommen, die Reifen wechselt und verkauft. Und dann haben wir gedacht, komm, wir probieren es doch einfach mal und fragen nach einem Kennzeichen. Denn wir sammeln ja entlang der Panamericana, von Alaska bis ganz in den Süden runter, sammeln wir aus jedem Land Kennzeichen. Und ja, jetzt ist Roberto rasch reingehüpft und fragt mal, ob da spontan sogar was gehen würde. Also das wäre ja mega, wenn wir gleich von Anfang an in Bolivien schon eins finden. Und dieses Kennzeichen wird uns immer an diesen ersten Tag in Uyuni erinnern, wo wir ja, uns erstmal in Bolivien zurechtfinden durften, aber auch so begeistert sein durften von diesen ersten Eindrücken, die wir hier gewonnen haben. Also ich hoffe sehr, dass das jetzt klappt. Hast du eins? Das ging ja mal schnell. Mega cool. 2 Tage in Bolivien und schon haben wir ein Kennzeichen. Ja, Geil. mega. Muchas gracias. Cool. Ah, so cool. Hatte leider nur 1. Ja, das ist Das okay. passt schon, oder? Ja, mega. Auch sehr interessant, wie Sie da drinnen arbeiten. Also Ja? war sehr spannend, ja. Ist Wie es Sie- ein Reifenladen, oder? Ja, es ist ein Reifenladen. Ja. Und die pumpen die Räder sehr speziell auf. Also ich habe es schon mal gesehen, aber mal live zu sehen war schon sehr interessant. Okay, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Gut, fahren wir jetzt endlich an den Stellplatz. Ja. Und wir fahren wieder zurück zum Cementerio. Cementerio de Trenes, weil Tobi, Lena und Tino und Flavia, Flavia. ist ein langer Tag, Langer Tag. kommen sollen und dann ja, verbringen wir noch einen gemeinsamen schönen Abend zusammen. Sehr gut. Also, vamos! Vamos! Es war richtig schön, unsere Freunde wiederzutreffen und wir haben uns spontan auch entschieden, einen Tag länger zu bleiben. Ja, und unser Glück war, dass es ein Donnerstag war gestern und da durften wir den Markt miterleben, der eben donnerstags stattfindet. Da wird die Hauptstraße einfach gesperrt und ist voll von Ständen, wo die Leute ihre Ware verkaufen, seien es Kleider, Haushaltsartikel, Früchte, Gemüse, Brot, alles Mögliche. Und das war schon nochmal schön, weil dann, ich finde, auf Märkten erlebt man immer noch mal ein bisschen mehr, wie die Leute leben vor Ort. Und dann gingen wir auch noch was essen und da haben wir auch so viel erfahren wieder. Es ist einfach schön, wenn man Gelegenheit bekommt, mit Locals zu sprechen. Derjenige, dem das Café oder das Restaurant gehört, hat uns richtig viel auch über seine Familiengeschichte erzählt. Also er kommt aus der indigenen Bevölkerung und hat uns da Sagen erzählt, aber auch, womit die Bevölkerung hier teilweise zu kämpfen hat. Also das ist ja in Bolivien auch ein großes Thema. Und davon sind wir dann auch aufs Thema von der aktuellen Situation gekommen mit den Wahlen, die im August stattfinden sollen. Ja, da ist immer sehr angeheizte Stimmung, gerade jetzt auch wieder herrscht größere Dieselknappheit, es gibt Aufstände, Straßen werden blockiert und das wird auf jeden Fall auch für uns ein Thema sein. Wir wollen drum auch langsam mal in die Gänge kommen. Es ist wirklich Zeit, dass wir Uyuni verlassen. Vorher gibt es aber noch eine Sache, die wir uns ansehen wollen. Ohne das können wir nicht gehen und ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich da. Und hier sind wir am Salar de Uyuni, dem größten Salzsee der Welt. Er ist fast halb so groß wie Bayern. Das ist eine wahnsinnig große Fläche. Ja, und das kann man sich natürlich nicht entgehen lassen. Das ist, allein wenn man jetzt schon vom Rand des Salars aus sieht, wie weit dieses Weiß geht. Man erkennt auch fast den Unterschied von Himmel und Salz nicht. Ja, das wollen wir uns heute versuchen anzusehen. Leider sind wir uns nicht ganz sicher, ob wir auf den Salar raufkommen. Wie man sieht hinter uns, das ist schon sehr viel Wasser. Da wollen wir eigentlich auch nicht mit dem Fahrzeug durch. Wir haben aber gehört, da soll es eine Straße geben. Da sollte es zumindest ein bisschen trocken sein oder trockener sein. Und das versuchen wir jetzt mal, oder? Ja, probieren kann man es ja. Wird schon gut gehen, oder? Los! Wir sind nur einmal hier. Wir sind nur einmal hier. Naja, das haben wir vor 10 Jahren auch schon mal gesagt. Ja, aber hier links, rechts. Wir haben gerade gesehen, dass hier Autos lang gefahren sind und das sah aus, als wären das so Locals oder Tourguides. Das heißt, die kennen sich wahrscheinlich gut aus mit den Routen, wo es fest ist und weniger nass. Aber hier gibt es doch ein paar Puddles, ein paar Pfützen. Vielleicht müssen wir da doch durch, aber es ist wenigstens fest. Also
Ich gehe das einfach lieber zu Fuß ab, damit wir das ein bisschen testen können, aber bis jetzt sieht es gut aus. Okay. Was meinst du? Mal schauen, wie es da vorne aussieht. Ja, ich glaube, links ist nämlich weniger Wasser. Ja? Ist halt ein bisschen holpriger, aber trockener. Willst du mal vorlaufen? Ich gehe mal vor. Okay. Also ich glaube, das war noch die weichste Stelle von allen. Ja. Ich glaube, ab jetzt... Oh, Salz er denn schon? Ab jetzt soll es, glaube ich, gehen. Cool, wir sind auf dem Salar. Wie krass ist denn das? Wir waren einfach mit Jimmy auf dem Salzsee. Das haben wir uns vor 10 Jahren schon erträumt. Und jetzt sind wir einfach hier. Ah, ich bin so froh. Es ist so schön hier. Auch wenn es nichts ist, aber es ist einfach schön. Wir waren ja wirklich unsicher, ob das überhaupt klappt mit dem Salar, denn in diesem Jahr gibt es besonders lange, besonders viel Wasser und das will man dem Auto einfach nicht antun, dass man dadurch diese Pfützen durchfährt und alles unten vollgespült wird mit Salzwasser. Ich meine, auch so das trockene Salz ist schon nicht das Beste fürs Auto, das ist klar. Aber ich hatte ehrlich gesagt auch überhaupt nicht mehr dran geglaubt, dass wir überhaupt auf den Salar kommen, weil es einfach so nass ist zurzeit noch. Bucketlist, High Five. Bucketlist, High Five. Diese Weite, das ist wirklich unerreicht. Also wir waren ja in den Bonneville Salt Flats in Utah schon mal auf einer Salzebene, aber hier diese Ausmaße sind einfach nochmal komplett anders. An der längsten Stelle ist der Salar de Uyuni 140 Kilometer lang und 110 Kilometer breit. Das sind Distanzen, das ist unglaublich und etwa in der Mitte des Salars gibt es sogar auch noch Inseln mit etwa 1200 Jahren alten Kakteen. Ja, es geht einem in den Kopf nicht rein, was hier alles mit diesem Salar auch verbunden ist. Hier wird natürlich auch noch Salz abgebaut. Dann gibt es seit ein paar Jahren auch Lithiumabbau hier, denn hier soll auch eines der größten Lithiumvorkommen unter dieser Salzkruste sein. Und ja, das ist, ich meine, hier unter mir sind etwa 30 Meter Salzkruste. Das sind alles so Zahlen und Angaben, das ist viel zu abstrakt, das kann man sich gar nicht vorstellen, selbst wenn man draufsteht. Hört euch diese Ruhe an. Das ist unglaublich mal wieder, was wir hier erleben dürfen. Das ist ja... Also, es ist nicht immer ganz einfach, aber wenn wir dann an solchen Orten sind, dann fällt so der ganze Stress, der ganze Kummer weg und das ist... Dieses Salz, das ist unglaublich. Ja, hier drauf zu laufen und also es ist ja steinhart hier. Also, das wird man gar nicht glauben, wenn man auch so die Spuren sieht. Aber ja, wir hoffen sehr, dass wir einfach beim Rausweg auch wieder so eine gute Spur finden wie beim Reinfahren und da möglichst ja nicht durch nasses Salz fahren müssen. Auf jeden Fall ist es für uns Zeit aufzubrechen, denn wir haben noch einiges an Strecke vor uns heute. Gerade in der aktuellen Situation muss man in Bolivien noch mal ein bisschen mehr Zeit einrechnen. Wenn man sehr viel mehr Zeit. Ja, das wird, glaube ich, noch spannend genug. Aber darum beenden wir jetzt hier das Video und wir hoffen sehr, dass ihr im nächsten Video dabei seid, wenn es für uns weiter durch Bolivien geht. Genau, abonniert doch gerne den Kanal, hinterlasst doch gerne ein Like, einen Kommentar
Und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn es wieder weitergeht. Hasta luego! Luego. Und natürlich geben wir Jimmy eine ordentliche Wäsche. Ich glaube, das ist ein Laden für Reifen, also ein Reifen. Bisschen Kohle reinschmeißen.